Ja, hallo und herzlich willkommen zum Webinar End-to-End-Digitalisierung von Produktionsprozessen. Ich freue mich sehr, Sie heute alle begrüßen zu dürfen. Wir hatten wieder reges Interesse an diesem Webinar heute mit knapp 50 Anmeldungen. Freue ich mich sehr, da auch ein sehr breites Spektrum heute willkommen zu heißen aus verschiedenen Industrien. Viele Anwender heute dabei. Und ja, ich glaube, wir haben ein sehr, sehr spannendes Thema. Wir werden uns heute anschauen, wie der führende Hersteller von Schneidsystemen, Zündsystemtechnik, mit Hilfe einer papierlosen Fertigung die Effizienz steigert, Transparenz erhöht und Qualität sicherstellt. Und ich glaube, was heute auch insbesondere sehr, sehr spannend ist, ist eben zu sehen, dass papierlose Fertigung nicht bedeutet, ich werde nur papierlos und erstelle dann quasi ein paar PDFs und stelle die auf dem Shopfloor zur Verfügung, sondern wir schauen uns heute an, ja, wie Zünd es geschafft hat, die ganzen Shopfloor-Prozesse sehr mitarbeiterzentriert zu machen, sehr interaktiv, intuitiv zu machen und sehr dynamisch zu machen. Und da möchte ich sehr gerne ja, den Markus Hölzel begrüßen. Markus, wenn du dich mal kurz vorstellen könntest. Hallo Moritz, hallo, danke für die Einladung, dass wir da reisen dürfen. Mein Name ist der Markus Hölzel, ich bin CEO bei der Firma Zünd und wir haben gemeinsam mit der Operations One dieses Projekt umgesetzt. Ich habe noch zwei Mitarbeiter mit an Bord heute bei dem Webinar, die ich noch kurz erwähnen möchte, den Michi Zandt und den Jörg Öckenfuß, die das Projekt massiv mitbetreut haben und einen Löwenanteil der Arbeit dort geleistet haben. Ja, das war schon die Vorstellung von meiner Seite. Jetzt Stefan, würdest du dich vorstellen könntest? Ja, vielen Dank. Freut mich auch, heute mit dabei zu sein. Einerseits mit dir zusammen, Markus, andererseits mit dir, Moritz, zusammen. Ich bin aus dem Bereich Solutions. Solutions bedeutet bei uns oder geht in die Bereiche Pre-Sales mit rein, wo wir wirklich initial komplexe Kundenanforderungen mit verstehen, geht aber auch dann weiter eben in Projektmanagement und tatsächlich Umsetzung von Schnittstellen, Automatisierungsthemen. Und in dem Zusammenhang war ich auch hier intensiv mit Markus, mit Jörg Ockenfuß, mit Michi Zandt zusammen an dem Thema beteiligt und haben gemeinsam dieses Projekt umgesetzt mit großer Freude und mit sehr, sehr gutem Erfolg, wo wir heute ja gemeinsam drauf schauen werden. Ja, wunderbar. Kurz zum Abschluss, mein Name ist Moritz Stern. Ich leite das Marketing-Team bei Operations One und ich werde heute durch die Veranstaltung durchführen. Bevor wir da jetzt direkt reinsteigen, noch ein organisatorisches Thema. Wir haben jetzt ein paar Folien mitgebracht, aber wollen das Ganze auch sehr interaktiv gestalten. Das heißt, wenn Sie Fragen haben, stellen Sie die gerne jederzeit in den Chat oder in die Q&A-Funktionalität von Zoom. Wir werden dann, wo es passt, dort direkt drauf eingehen oder ansonsten am Ende gesammelt alle Fragen beantworten. Dann freue ich mich sehr reinzustarten, direkt in die Session und erst noch mal ein bisschen mehr über Zünd zu erfahren. Markus, könntest du uns Zünd noch ein bisschen näher bringen? Was ist Zünd für eine Firma? Gerne, danke. Also die Firma Zünd, wir sind ein weltweites Unternehmen, das digitale Schneidesysteme, digitale Cuttersysteme herstellt, die in mindestens 8 Branchen in dieser Welt Einsatz finden. Also alles, was mit einem Messer oder mit einem Fräser geschnitten werden kann, kann mit unseren Maschinen geschnitten werden. Wir sind weltweit unterwegs. Wir haben hier in Altstetten eine Produktionsstelle, in der die Cutter gefertigt werden und in den Standorten in die Welt zu den Kunden versendet wird und in den Standorten dann Service geleistet wird. Die Maschinen sind sehr langlebig, halten ungefähr 20 Jahre und sind ein Schweizer Qualitätsprodukt, das auch diesen Ansprüchen eines Schweizer Qualitätsprodukts entspricht, eben mit höchster Präzision und Qualität in der Herstellung und der Montage, also in der Zuverlässigkeit der Maschinen sind wir Marktführer und es ist mit unseren Maschinen sehr gut möglich, auch das Thema Nachhaltigkeit, eine nachhaltige Produktion eben umzusetzen. Wir sind, also unsere Firma wurde 1984 gegründet. Wir haben aktuell 430, 450 Mitarbeiter weltweit und wir produzieren ca. 1000 Stück dieser digitalen Cutter pro Jahr, die wir dann an die Kunden versenden. Auf den nächsten Folien kann man dann auch ein bisschen sehen, wie unser Produktportfolio ausschaut. Also was Sie hier sehen, sind die 4 Standardgeräte, die wir aktuell unseren Kunden anbieten, neben auch Spezialanfertigungen, aber das sind unsere Standardgeräte. Und das Geheimnis bei uns liegt daran, dass wir uns auf eine modulare Bauweise fokussiert haben und diese auch umgesetzt haben. Also die verschiedenen Kunden können bei uns in einem Katalog von verschiedenen Komponenten ihre Wunschmaschine zusammenstellen. Ja. Man sieht es auch auf diesen Produktportfolio. Wir haben mit der S-Linie relativ kleine Cutter, die zum Beispiel im grafischen Gewerbe Einsatz finden. Wir haben in der Kartonagen- und Papier- und Verpackungsindustrie dann die G3-Linie, die mit einem großen Flachbett daherkommen, mit einem Einfachbalken, der schneiden kann.
Wir haben für sehr effiziente Anlagen, die hier sehr hohen Wert auf Produktivität legen, dann sogenannte Doppelbalkensysteme im Einsatz. Das heißt, man hat zwei Schneidegeräte im Einsatz und speziell die rechte Seite ist eine Maschine, die in der Lederindustrie eingesetzt wird. Mit dem geneigten Tisch kann man dort die Kuhhaut, die man drauflegt, sehr gut untersuchen und dann bearbeiten. Wie man dem Bild schon sehen kann, wir haben eben verschiedene Größen in der Breite der Maschinen, aber auch in der Länge der Maschine. Es gibt verschiedenste Produkte und Zusatzeinheiten, die man noch zu diesen Cuttern dazu bestellen kann. Das sind dann spezielle Abrolleinheiten, spezielle Einheiten, die mit einem Beamer arbeiten, um die Teile, die geschnitten werden, zu kennzeichnen. Wir haben auch noch verschiedene Softwaren im Einsatz, die speziell im heutigen Workflow, also in der Arbeitsvorbereitung, im Kombinieren von Aufträgen, im sogenannten Nesting, das ist das Optimieren von der Materialausnutzung auf den Maschinen, dann noch zum Einsatz kommen, die dann bei den verschiedenen Kunden in Einsatz sind. Wir haben 8 Branchen bei uns, die wir mit unseren Maschinen betreuen. Also Werbetechnik und Verpackung sind die sicherlich größeren Branchen bei uns und auch die mit den größten Anforderungen. Wir haben eben, wie schon erwähnt, auch Leder, die mir exemplarisch an einem Autositz oder einem Lederlenkrad sehen kann. Aber wir haben auch verschiedenste Kunden, die in der Tasche und im Schuhindustrie tätig sind, unsere Maschinen erwerben oder verwenden. Ja. Auch Textilien lassen sich mit unseren Maschinen sehr gut schneiden. Eben von der Bekleidung bis zur Polster- und Möbelindustrie kommen diese zum Einsatz. Composite ist eben Spezial, also Special, also Composite-Materialien wie Kohlefasern, kann man auch mit unseren Maschinen bearbeiten, vorbereiten. Diese Maschinen haben spezielle Anforderungen, weil es A, eine mechanische Fertigung ist und B, eben diese Kohlefasern in der Luft herumwirbeln und die ganze Elektronik lahmlegen könnten. Gibt es speziellere Anlagen, die wir haben und dann noch im Special-Bereich. Da sieht man nur exemplarisch so verschiedenste Dichtungsmaterialien, die man auf unseren Maschinen schneiden kann mit den verschiedensten Messern. Man sieht eben aus ein bisschen, wo wir hinwollen, ist aus dieser Kombination aus den verschiedenen Maschinentypen, die wir haben, kombiniert mit den verschiedenen Marktsegmenten, die wir betreuen, ist die Kombinationsvielfalt, die die Kunden haben, sehr groß und das führt bei uns in der Montage der Maschinen dann zu besonderen Herausforderungen. Moritz, magst du zur nächsten Folie überleiten? Genau, das sind dann noch, danke, dass wir diese Folie zeigen dürfen. Das sind ausgewählte Kunden von uns, die unsere Maschinen im Einsatz haben. Wie schon erwähnt, weltweit im Einsatz in 8 verschiedenen Branchen und das ist nur exemplarisch ein Auszug aus dieser Kundenliste. Super, vielen Dank für die Darstellung. Ich glaube auch gerade das Thema als Variantenvielfalt, Modularität ist ja ein ganz, ganz wichtiges nachher noch für den Deep Dive. Aber ich glaube, das war schon mal ein super Überblick. Wer ist Zünd? Was gibt es auch dafür beeindruckende Produkte und Marktsegmente? 2, 3 Takte noch zu uns, zum Abrunder. Ja, wir sind Operations One. Viele von den Teilnehmern kennen uns wahrscheinlich schon, aber ich verliere nochmal 3, 4 Takte zu uns als Unternehmen. Wir sind ein Cloud-Software-Unternehmen aus Deutschland, haben Sitze in Frankfurt und in Augsburg. Wir arbeiten jetzt mit über 60 Mitarbeitern an unserer Mission eigentlich seit Tag 1, seit der Gründung 2017, nämlich die Informationsbereitstellung für Mitarbeiter grundlegend intuitiver, einfacher zu machen. Ja, mittlerweile hat sich da eine sehr umfassende Softwareplattform herausentwickelt. Das heißt, es geht nicht nur mehr um Informationsbereitstellung, sondern eigentlich um vieles mehr. Da gehe ich gleich noch kurz drauf ein. Aber noch auch 2, 3 Takte zu unserem Kundenspektrum. Typischerweise kommt die Operations One Software bei Industrieunternehmen zum Einsatz, klassisch im Mittelstand oder bei Großkonzernen. Und das ist nachher auch der Grund, warum sie schon in über 15 Ländern im Einsatz ist. Das heißt, eine sehr, sehr skalierbare Plattform. Die Plattform nämlich selber stellt den Mitarbeiter in den Mittelpunkt. Das heißt wirklich, wir haben uns immer zur Mission gemacht, Informationsbereitstellung sehr einfach zu machen und einen Mitarbeiter durch Prozesse end-to-end durchzuführen. Und hier haben wir jetzt mal exemplarisch da die verschiedenen Bausteine aufgemappt. Das heißt wirklich von der Tätigkeitsplanung her über die Bereitstellung des Wissens für die einzelnen Prozesse aus der Cloud bis hin zu einer interaktiven Prozessführung, aber auch dann quasi die ganze Dokumentation der Ergebnisse, die Analyse der Daten passieren noch auf der Plattform und schließlich kann man auch noch
Probleme kollaborativ lösen mit einem Taskmanagement. Das heißt, wirklich Prozesse Ende zu Ende abbilden in der Software und das immer möglichst einfach und extrem skalierbar. Das ist quasi so in a nutshell die Operations One Plattform. Wir wollen ja aber heute ganz explizit reinschauen in den Anwendungsfall bei Zünd. Und da, Markus, möchte ich wieder an dich übergeben. Führ uns doch da mal grob durch. Was war eigentlich Strategie und Zielbild von Zünd zur Einführung auch von Operations One? Also danke vielmals. Also was vorher schon mitgeklungen ist, ist diese Komplexität, Vielfalt und auch die steigenden Anforderungen unserer Kunden in einen 7x24-Stunden-Betrieb sind so Themen, die uns beschäftigt haben. Und was auch bei uns in der Strategie und im Zielbild drinsteht, ist natürlich, wir sind drauf und dran, unser Unternehmen flächendeckend und durchgreifend zu digitalisieren, dort, wo es möglich ist. Ja, und Digitalisierung heißt es nicht nur, wie du schon erwähnt hast, ein paar Dokumente wegzukriegen, sondern den ganzen Ablauf anzuschauen und von vorne bis hinten das Potenzial, das in Digitalisierung steckt, mitzunehmen. Und da war ganz konkret, dass das Thema Shopfloor-Digitalisierung ansteht. Und man hat sich da umgeschaut, was es da für Möglichkeiten gibt, was man noch tun kann. Deswegen gab es dann dieses Projekt Digitalisierung in der Montage. Und das war unser Match, wo wir gesagt haben, ja, wir können digitalisieren und wir können diese bunte Kundenvielfalt, die wir haben, eben auch mit dieser neuen Lösung, die wir jetzt im Einsatz haben, auch abbilden. Ja. Und schlicht und ergreifend, den Papierprozess, den wir bisher gefahren haben, ist nicht mehr skalierbar gewesen aufgrund eben den verschiedenen wachsenden Anforderungen. Und da hat das ganz gut reingepasst. Was haben wir uns für Ziele gesteckt mit der Einführung von Operations One? Das war eine ganze Menge und ich muss zugeben, dass wir eigentlich alle Ziele auch erreicht haben darauf. Wir haben also die Steigerung der Qualität und die Reduzierung der Fehlerrate. Durch den papiergeführten Prozess kam es immer wieder vor, dass Teile übersprungen worden sind oder abgekürzt worden sind, die dann im Nachgang zu mitunter einer schlechteren Qualität geführt haben und dann ein Servicetechniker vor Ort fahren musste, um etwas zu reparieren. Durch den digital geführten Prozess ist dieses Abkürzen nicht mehr möglich und wir haben da eine effiziente, also eine Steigerung in der Fehlerrate. Wir hoffen es gehabt und ich denke, man kann das schon gut erkennen. Wir haben auch immer wieder den Anspruch, die Ansprüche der Kunden sind auch gestiegen im Bereich der Dokumentation der Anlage, die sie von uns kaufen. Also es genügt nicht nur den Kunden einen Schlüssel hinzulegen mit dem, sagen, da ist der Einschaltknopf, schalte die Maschine ein, sondern die waren auch sehr bewusst im Sinne von, wie ist denn die Qualität in der Planheit des Vakuumtischs, den wir noch kurz ansprechen werden, wie sind denn die Messraten bei der Positioniergenauigkeit der Messer und der wiederholten Vorgang beim Schneidevorgang. Das sind alles Vorgänge, die wir aus Grund der Montageinformationen, die wir hatten, zusammengetragen haben und dann auf Kundenwunsch manuell zusammengestellt haben. Das war ist ein sehr aufwendiger Prozess, den wir aufgrund der Digitalisierung sagten, können wir abkürzen, weil wir haben die Informationen ja schon in der Montage gesammelt und können es dann automatisch dann dem Kunden zur Verfügung stellen. Was auch ein Punkt ist, wir wachsen, die Firma stellt Leute ein, rekrutiert, neue Mitarbeiter am Markt sind sehr schwer zu finden mit den speziellen Skills, die wir brauchen und da hilft uns eine digital geführte Anleitung sehr wohl, um neue Mitarbeiter schneller in den Prozess einzuführen und dass sie produktiv werden können. Ja, also das löst keine Schulung ab, aber es unterstützt auf alle Fälle beim Produktivwerden von neuen Mitarbeitern. Auch noch ein wichtiger Punkt, wo zum Thema Qualität dazugehört, ist das Vereinfachung der Dokumentation. Bisher war es so, wir haben ungefähr 40 bis 50 Montagetechniker, die hatten bis dato einen Ordner bei sich am Tisch, wo die Montageanleitungen für die verschiedenen Serien und Modelle abgelegt waren. Wenn es da eine Anpassung gegeben hat, muss man das 50 Mal kopieren, 50 Mal lochen, 50 Mal verteilen. Die Mitarbeiter mussten das einsortieren. Da kam vielleicht nicht zum Zuge, weil er im Urlaub war, kommt er später dazu. Also da hat es immer wieder einen Riesenaufwand gegeben, diese Updates bei einem Updates flächendeckend und prozesskonform überall einfließen zu lassen. Das geht in einer digitalisierten Version sehr viel einfacher, dass man nämlich hinklicken kann und sagen kann, und jetzt haben es alle Mitarbeiter den neuesten Stand, man muss es auch quittieren, dass man es gelesen hat.
Die Steigerung der Effizienz ist auch noch ein wichtiger Punkt. Wir haben eben, man sieht es beim Mitarbeiter, da auf dem Bild ist ein Mitarbeiter von uns, ist der Herr Zahn, der für so diese Maschine montiert hat. Man sieht vor ihm liegen jede Menge Papierdokumente, die je nach Kundenanfrage dann unterschiedlich dann kombiniert werden mussten oder durchgestrichen werden mussten. Und das, was auf diesen Zetteln, die man jetzt sieht, auch notiert worden ist, manuell, musste dann manuell ins ERP-System eingetragen werden, um die Garantiezertifikate auszustellen können, um die Seriennummerverwaltung sicherstellen zu können. Das ist auch ein Riesenaufwand gewesen. Und heute mit dem neuen System werden jetzt die Seriennummern im Montageprozess direkt erfasst und über eine Schnittstelle direkt an unser ERP-System übergeben. Damit sind wir sehr effizient in der Übergabe und sehr effektiv, weil wir keine Tippfehler mehr haben. Ja. Und man sieht es auch noch ein bisschen vorne dran im Bild angedeutet, das Werkzeug, das ist jetzt nur exemplarisch ein Teil des Werkzeugs. Das hat der Montagetechniker aufgrund von seiner Erfahrung, eben diese ganzen Betriebsmittel, die eingesetzt worden sind, dann ausgewählt. Mit Operations One sind wir jetzt auch in der Lage, die Betriebsmittel, die für eine Qualitätsprüfung im Montageprozess eingesetzt werden können, lückenlos zu erfassen, was uns dann auch wiederum in der Dokumentation und bei der Rückverfolgbarkeit von Seriennummern im Service, also im Service dann unterstützt. Die nächste Folie, Moritz, bitte. Gerne. Genau, wie sieht so ein Produktionsprozess bei uns aus? Also Produktionsprozess ist bei uns ein Montageprozess. Wir haben keine eigene Baugruppenfertigung bei uns im Haus. Wir haben sehr viele Lieferanten. Wir sind sehr regional unterwegs. Wir haben über 80% der Zulieferer kommen bei uns aus der Region. Das heißt, nicht weiter entfernt wie 35 Kilometer vom Unternehmen. Wir bestellen dort die Teile. Wenn eine Maschine bei uns bestellt wird, werden die Teile gefertigt und kommen dann, wie man es auf Bild 1 sieht, von unserem Hauptlieferant dann auf einem Wagen zu uns. Also der Lieferant sitzt direkt neben uns, kann die Teile dort vorfertigen und uns diese dann mit einem handwerklichen rüberstellen, und dann werden die Teile, die da kommen, gesichtet und schauen, einmal einen Check machen aufgrund der Listen, die wir haben, ob das dann die Bauteile sind, ob es vollständig ist. Im zweiten Schritt gibt es eine Grundinstallation, dass die mechanischen, also die Füße aufgestellt werden, die Füße und die Grundinstallation durchgeführt werden, die seitlichen Balken montiert werden. Und dort wird schon darauf geachtet, dass natürlich bei diesem Schritt die Ebenheit und die Verbohrung und die Verstiftungen von diesen Teilen im rechten Winkel unter der vorgegebenen Toleranz stattfindet. Das gibt heute Prüfmittel, die wir dort einsetzen, um das sicherzustellen, dass die sind dann im Operations One. Im dritten Schritt sieht man dann schon eigentlich die Fertigmontage, die Fertigstellung der Montage auf der Anlage. Man sieht dann hier eben auch noch den Vakuumtisch. Das ist an dem die Materialien dann transportiert und angesaugt werden für den Schneidevorgang. Der Balken, der montiert ist, die Steuereinheit, die angestellt ist. Hier gibt es dann sehr viele Messpunkte, die wir haben in puncto elektrischer Sicherheit, also elektrische Verkabelungen, Sicherheitsbestimmungen, die wir einhalten müssen, Positioniergenauigkeiten vom Vorgang und die wiederholte Positioniergenauigkeit der Anlage, das Einschwingen der ganzen Anlage. Und im letzten Schritt, auf dem Schritt Nummer 4, sieht man, dass die Maschine eigentlich für den Versand vorbereitet wird. Man sieht die sauber aufgeräumt, man sieht die verschiedensten Komponenten, die der Kunde dann noch mitbekommt, die man dann braucht zum Betrieb, vorbereitet sind. Man sieht, dass die Abnahmeprotokolle ganz vorne in der Mitte liegen, die entstanden sind und die Maschine eigentlich so für den Versand vorbereitet werden kann. Und all diese 4 Schritte sind heute mit Operations, waren früher papiergeführte Prozesse, Excel-Listen, auf einer Excel-Liste, die wir über ein PDF aufgemacht haben. Und heute sind alle diese 4 Schritte im Operations One abgebildet. Und man sieht das hier ein bisschen noch einmal dargestellt, zu dem Stand. Früher, wo waren wir heute? Wir haben als ERP-System Sage B7 im Einsatz. Wenn ein Kunde seine Maschine in seiner Konfiguration bei uns bestellt hat, gab es eine auftragsspezifische Materialliste aus dem ERP. Nach dieser Liste werden Teile kommissioniert, die Bestellungen ausgelöst, die führt man dann zusammen. Und dann kommt ein großer Schritt, das manuelle Mapping mit den Prozessbeschreibungen. Also aufgrund vom Kundenauftrag musste dann der Monteur früher aufgrund von all diesen Möglichkeiten, die es gab, dann seine heraussuchen, in der Liste herausstreichen, die, was er nicht braucht, eliminieren
und dann den Anweisungen, die in diesem PDF hinterlegt waren, dann folgen. Da sieht man schon, dass diese Liste ist sehr lang und sie ist auch im Kleingedruckten, man kann es nicht lesen. Das ist keine Absicht, aber es ist einfach so, dass die Liste extrem lang war. Und diese Liste kann man, um das hier darzustellen, wird die Schrift einfach klein. Ja. Wir sind eben abhängig von den PDF-Anweisungen, die immer akkurat sind. Wir sind im hohen Maße oder sind immer noch abhängig vom Mitarbeiterwissen, der gewusst hat, wie dieses Mapping vom Kundenauftrag auf den Listen funktioniert. Die Listen, die entstehen waren wurden in Ordner abgelegt als Papierdokumente, die wiederum dann später im Betrieb, wenn man 20 Jahre lang diese Ordner aufbewahren muss, dann nachschauen kann, ja, wie war das dann damals, als wir die Maschine ausgeliefert haben, dann sucht man einen Ordner, zieht den heraus, das braucht seine Zeit. Ja. Und Excel-Checklisten, also Excel ist ein gutes Instrument, aber für eine Digitalisierung nicht wirklich geeignet oder nur teilweise geeignet. Ja. Und eben ganz hinten noch am Schluss der letzte Pfeil Richtung Sage B7, all diese Informationen mussten dann bis dato manuell übertragen werden, wieder mit dem Punkt, dass dort auch wieder Tippfehler sich einschleichen konnten. Super, also wirklich ein sehr komplexer Prozess, viele Datentransfers manuell, Mitarbeiterwissen quasi sehr personenspezifisch. Vielleicht mal kurz rüber zu dir, Stefan. Ist das ein typisches Bild, was du häufiger siehst? Absolut, ja. Wenn wir heute natürlich in Kundenprozesse reinschauen, das ist immer Bestandteil auch von so einem Projekt oder in der frühen Phase, vielleicht sogar noch, bevor man überhaupt im Projekt reinstartet, sieht man jetzt immer wieder ähnliche Listen. Ja, teilweise sehen sie auch absolut gleich aus, weil man sieht, okay, es geht irgendwo los mit der Materialliste, Stückliste, die aus dem ERP-System kommt, die wird ausgedruckt, wird ausgehändigt. Und dann einfach die große Frage, wie wir es ja in der Mitte sehen, was ist denn jetzt zu tun? Und da kann das Spektrum einfach von wenigen Tätigkeiten bis zu extrem vielen gehen. Aber die Verantwortung, was jetzt zu tun ist, liegt oftmals bei den Mitarbeitenden, die natürlich entsprechend die Informationen brauchen und auch lange suchen müssen, bis wirklich das gefunden wird, was tatsächlich relevant ist. Also von daher kein Einzelfall, sondern eigentlich einen typischen Fall, vor dem wir häufig stehen, der uns natürlich auch Spaß macht, da reinzuschauen, weil wir sagen, ja, kennen wir, wissen wir, wie wir das angehen können und haben da auch eine Lösung parat. Ja. Und Markus, wir hatten ja im Vorgespräch schon mal versucht, quasi das in einen Satz zu fassen, den blende ich gerade mal ein, was jetzt die Konsequenz daraus ist. Vielleicht kannst du noch ein bisschen so zusammenfahren, jetzt wir haben diesen Prozess gesehen. Was war für euch jetzt so das zentrale, ich sag mal, der Anstoßpunkt, das zu ändern? Also der Satz sagt es eigentlich aus, also die Variantenvielfalt bei unseren Anlagen, die steigende Komplexität, die mit den Kundenwünschen einhergeht, lassen sich in einem papiergeführten Prozess nicht mehr unterstützen, um die Qualität, die wir erwarten, also die wir den Kunden geben möchten, auch umsetzen zu lassen. Und das war eigentlich das Ziel, schlicht und ergreifend, wo uns bewogen hat, mit euch in Kontakt zu treten. Super, und dann habt ihr euch ja entschieden, vielleicht da nochmal zu 2, 3 Kontakte. Was war da für euch der treibende Grund? Ja, also die Analysen, also man hat im Vorfeld einige Anbieter angeschaut und ist dann auf euch gestoßen und ihr habt also Operations One hat überzeugt und das sind die Gründe, die da auf der Folie oben stehen. Also uns hat einmal ganz oben die Einfachheit in der Anwendung überzeugt. Also wir haben diese Lösung gesehen, wir haben gesehen, wie intuitiv der Mitarbeiter, wie ich es vorher schon erwähnt habe, den Mitarbeiter in den Vordergrund steht, durch die Prozesse, durch diese Anleitungen, die ja gemacht werden müssen, geführt werden und dass es hier einschulungstechnisch also wenig Aufwand bedarf, um den Mitarbeiter hier durchzufinden. Also es war sehr, sehr schön zu sehen, dass dieser Mitarbeiter, der im Vordergrund steht, auch so pragmatisch und gut umgesetzt wurde. Was uns auch gefallen hat, ist eben Punkt 1, 2 und 3 gehören ein bisschen zusammen, also das technologische Unterbau der Plattform. Also ihr habt eine Cloud-Lösung, wir sind sehr cloud-affin, wir freuen uns, in die Cloud gehen zu dürfen, aus Security-Gründen mittlerweile auch, aber auch deswegen, weil mit dieser Cloud-Lösung immer den aktuellsten Updates drin sind. Also der Wartungs- und der Pflegeaufwand auf unserer Seite für einen Server aufzustellen, den Update reinzuspielen, den immer Ajour zu halten, reduziert sich hier. Und wir haben diesen Weg bewusst gewählt, weil wir das Gefühl haben, da in dieser Welt geht noch deutlich mehr weiter für uns und das soll auch uns zu Vorteil sein, dass wir an neuen Funktionen, die von euch in die Lösung reingebaut werden, dann noch später von uns genutzt werden können. Und unsere IT-Ressourcen sind auch begrenzt und wir sind froh, wenn wir einen Teil abgeben können und deswegen war die Cloud die richtige Lösung für uns.
technologisch gesehen haben wir gesehen, ist eure Lösung, wie ihr sie aufgebaut habt, sehr gut konzipiert. Ihr bietet REST APIs als Schnittstellen an oder Operations One bietet REST API als Schnittstellen an, was uns eben im Datenaustausch vom ERP, aber auch zum ERP sehr wertvoll ist und das hat uns sehr gut gefallen. Auch die Art und Weise, wie das umgesetzt ist in der Administration und in den Dokumentationen. Die Funktionalitäten, die angeboten sind, haben uns auch überzeugt. Da waren alle drin, die wir eigentlich am Anfang benötigt haben. Wie es ist, im Zuge eines Implementierungsprojektes kommt man drauf, dass das eine oder andere vielleicht noch fehlt oder schön wäre, wenn es das geben würde. Und wir haben da mit euch einen sehr pragmatischen Ansatz gefunden, um eben entweder hat es diese fehlenden Funktionalitäten bei euch schon in der Pipeline gegeben als neue Funktion, die da kommen mag, oder wurde geringfügig für uns angepasst, sodass wir es dann auf unsere Bedürfnisse besser hingepasst hat. Also das Funktionsspektrum, was wir vorgefunden haben in Operations One, ist sehr umfassend und sehr passend für uns gewesen, was uns dann dazu entschieden hat. All diese Gründe führen schlussendlich dazu, dass wir gesagt haben, wir haben ein Projekt, wir möchten recht rasch eigentlich zum Zug kommen und diese relativ sehr kurze Time to Market haben wir sie umsetzen können. Wir haben letztes Jahr begonnen, wir sind schon fertig. Ich denke, dass der Stefan in seinem Beitrag dann über das Projektvorgehen dann noch ein paar Worte dazu verlieren kann. Und wir haben festgestellt, diese hohe Flexibilität, die es braucht, um auch diese kurze Time to Market irgendwie einsetzen können, war alles da. Und last but not least, ihr seid ein junges, dynamisches Team, das wir so als kennengelernt haben, extrem kompetent beim Gespräch, in den Vorbereitungen, im Aufnehmen, was uns wehtut, wo wir hinwollen. Und das hat uns sehr beeindruckt und sehr schnell geholfen, das Projekt auch erfolgreich umzusetzen. Ja, vielen, vielen Dank da auch für das Kompliment. Das werden wir auf jeden Fall auch an alle weitergeben, die daran beteiligt waren. Die Überleitung kam eigentlich gerade schon, Stefan, nämlich das Vorgehen im Projekt. Führ uns doch da mal durch, wie sind wir jetzt vorgegangen? Wir haben jetzt ja den Prozess vorher kennengelernt, den physischen Materialfluss kennengelernt. Und jetzt ist ja die spannende Frage, wie sind wir vorgegangen für die Einführung und wie sieht jetzt auch Operations One produktiv aus bei Zünd? Exakt. Genau, wir haben ja einmal mitgebracht einen Prozess, wie er bei Operations One grundsätzlich aussehen kann, jetzt aber auch bei Zünd explizit so ausgesehen hatte, wie wir einfach vorgehen, an so ein Thema rangehen. Initial geht es immer darum, erstmal ein Verständnis zu schaffen, wie sieht denn eigentlich die aktuelle Situation aus. Ja? Markus hat es uns schon sehr, sehr gut illustriert, wie das Ganze aussieht. Das war auch in dem Fall von Zünd jetzt ein Thema, dass dort eine gute Vorbereitung erstmal da war, ein paar Bilder dazu, wie sieht so ein Prozess aus, ein Chart, wie aktuell der Prozessfluss ist, um einfach von unserer Seite auch schnell reinkommen zu können, die Welt von Zünd zu verstehen. Ja? Das ist immer so ein gegenseitiges Thema. Einerseits müssen wir verstehen, wie das Setup beim Kunden ist. Andererseits muss unser Kunde, in dem Fall Zünd, natürlich auch möglichst schnell verstehen, wie die Software funktioniert, um da gemeinsam einen Nenner zu finden und gemeinsam auch jetzt dann, wie man im zweiten Schritt hier sieht, dann einen Bruch-Soll-Prozess zu entwickeln, wie es denn mit Operations One funktionieren kann. Was dazu hilft, ich sag mal, das war jetzt in Zeiten von Corona in den letzten Jahren nicht so gut möglich, das wirklich vor Ort zu machen, ist aber jetzt sukzessive wieder mehr geworden und freut uns natürlich auch, wenn man initial da die Möglichkeit hat, vor Ort sich mal den aktuellen Stand anschauen zu können, um einfach noch schneller, noch tiefer in den Prozess eintauchen zu können und andererseits natürlich auch den persönlichen Austausch dann nochmal auf einer anderen Ebene fördert. Das heißt, das ist immer so ein initiales Thema, dort wirklich tief reinzugehen, den Status zu verstehen und ein Zielbild zu entwickeln, was auch mit einhergehen kann, dass man parallel dazu in der Software einfach schon so ein paar erste Gehversuche macht. Wie Markus es beschrieben hatte, ist das oftmals auch ohne große Schulung möglich. Das heißt, man hat die Grundfunktionalitäten verstanden, bekommt da eine Einführung und kann erstmal verstehen, was sind denn bei uns überhaupt die Inhaltstypen, die man hat, die man so nutzen kann und wie man daraus einen Sollprozess entwickeln kann. Das heißt, das ist der erste Teil. Und dann geht es im zweiten Teil bei Erstellung, Struktur und Inhalt dann immer darum, dass man gewisse Grundsetups, die jetzt aus führenden Systemen kommen können, was hier Master Data Classifier sind, also gewisse Strukturklassenelemente, die zur Kategorisierung und Systematisierung der Inhalte dann dienen, aber natürlich auch im Bereich der Schnittstellen eine große Rolle spielen, dass man diese Inhalte in Operations One reinbringt. Das kann ja in Form von so einem Massenupload passieren, kann teilweise auch eine aktive Schnittstelle sogar sein. Das wäre der erste Teil. Und dann in dem Fall hatten wir auch jetzt mit Zünd zusammen gesagt, wir wollen erstmal bestehende Inhalte möglichst schnell in die Plattform reinbekommen, um einfach auch Testläufe machen zu können und so die ersten Dinge da zu haben. Das haben wir jetzt in dem Fall gemacht, dass wir einfach mal bestehende PDFs mit reingeladen haben und die dann sukzessive auch von Seiten Zünd umgewandelt wurden eben in Inhalte, wie sie mit Operations One noch intuitiver
dann durch Videos, Interaktionen illustriert dann abgebildet werden können. Und da hat man eigentlich schon den ersten Schritt gehabt, ja, da auch in eine schnelle Umsetzung beziehungsweise auch auf ein schnelles Resultat hinzublicken und Operations One dann ja, produktiv schnell nutzen zu können. Das heißt, das sind immer die ersten Phasen, was wir natürlich auch angegangen haben. Und wir hatten es jetzt schon gesehen, Sage B7 als ERP-System hat hier eine große Rolle gespielt. Dort ja, im Rahmen des Soll-Prozess-Designs auch ein Integrationskonzept entwickelt. Wie sollen die Daten jetzt aus Sage B7 zu Operations One kommen, dort weiterverarbeitet werden, gemappt werden und wie sollen Informationen, wie wir es jetzt auch gehört hatten, gehen ja gewisse Dinge wie Serialnummern, gewisse Messwerte dann wieder zurück ans führende System, um die Service-Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen. Andererseits natürlich aber auch in Form von Inhalten, die jetzt einem Kunden zur Verfügung gestellt werden, heißt Prüfprotokolle, Messwerte, wie die Tische eingestellt sind und sonstige Sachen dann rausgeben zu können. Das war im Rahmen des Integrationskonzepts erfolgt. Und dann kommt es natürlich dort auch in die technische Umsetzung rein, wo wir von unserer Seite den Teil der Schnittstelle auf Operations One-Seite umgesetzt haben und auf der Seite von Zünd dort auch eine Zusammenarbeit sogar mit Sage existiert hatte, um gemeinsam die Schnittstelle so anzupassen, dass das genau für den konkreten und spezifischen Anwendungsfall hier auch passend war. Und das waren eigentlich so die Hauptbestandteile, die finden wir in jedem anderen Projekt in größerer oder kleiner Ausprägung auch wieder, aber zeigt mal so ein schematisches Vorgehen auch auf, wie wir es sonst auch immer bei anderen Kunden so haben. Vielleicht dazu noch mal kurz 2 Fragen, Stefan. Auf der einen Seite Classifier steht da jetzt. Kannst du das noch mal grob erklären? Was ist ein Classifier und warum ist das relevant? Das mal als erste Frage. Ja, da können wir jetzt unterschiedlich tief reingehen. Also grundsätzlich ist das ein Datenmodell, was wir bei uns in der Plattform haben, was auch Beziehungen zwischen einzelnen Datenpunkten ermöglicht. Aber zentral ist das ein Thema, dass ich eben eine Grundunternehmensstruktur, also Produktkategorien, Produktdimensionen, Abteilungen dort anlegen kann, die beispielsweise schon im ERP-System vorhanden sind und diese Merkmale meinen Dokumenten, meinen Aufträgen zuordnen kann, um einerseits die Inhalte zu strukturieren in der Operations One-Plattform. Wir haben da jetzt keine Ordnerstruktur, wie wir es vielleicht aus dem PC-Umfeld kennt, die aber auch ja, Nachteile durchaus hat, sondern wir übertragen und nutzen dort bestehende Strukturen und bilden die in Operations One ab, sodass man sich schnell wieder zurechtfindet und wir eben aber auch an Schnittstellen beispielsweise diese Daten, die ja auch im Firmensystem dann vorhanden sind, nutzen können, um gewisse Mappings, Informationszuweisungen dann vornehmen zu können. Okay, also quasi für eine skalierbare Organisation der ganzen Inhalte extrem wichtig. Und dann nochmal die zweite Frage. Wo siehst du jetzt in dem Ansatz, jetzt quasi, wir haben jetzt den fokussierten Transformationsansatz genannt, wo siehst du da so den klaren Vorteil? Also definitiv darin, dass wir natürlich einen schnellen Mehrwert generieren können. Das heißt, Inhalte sind sehr, sehr zeitnah zur Verfügung dann auf der Plattform. Man kann dementsprechend direkt auch die Mitarbeiter auf dem Shopfloor mit einbinden in der Nutzung der Software. Es gibt verschiedene Ansätze, das jetzt eben auch zu beschleunigen. Heißt, man zieht sich Unterstützung jetzt aus dem Studenten, um einfach da auch die Power zu haben, die Zeit zu haben, den Fokus zu haben, Inhalte zu transferieren. Da haben wir auch sehr positive Erfahrungen mit unseren Kunden gemeinsam gemacht, dass man sagt, ja, man zieht da jemanden ran, der auch in dem Digitalisierungsumfeld der Industrie teilhaben möchte und beschleunigt da einen Prozess darüber. Das ist so gesehen ein Weg. Oder natürlich auch einen Fokus darauf zu legen, dass die Inhalte, die jetzt tatsächlich relevant sind, für die ersten Schritte übertragen werden und so die Masse der Themen, die vielleicht die aber gar nicht wirklich jetzt in den ersten Phasen relevant sind, weil es irgendwie selten laufende Produkte sind. Die können natürlich auch zum späteren Zeitpunkt erst transferiert werden, sodass ich wirklich meinen Mehrwert jetzt generiere und Dinge, die später relevant sind, natürlich auch zu dem Zeitpunkt erst reinziehen kann, wenn sie tatsächlich relevant werden. Ja. Es kann auch mal sein, dass so ein Produkt gar nicht mehr läuft, brauche ich mir den Aufwand davor erst gar nicht machen. Ja. Ja, klar. Okay, super. Und auf der rechten Seite sehen wir jetzt ja auch schon quasi ein Dokument von Zünd in OpsOne. Dann lass uns doch mal direkt reinschauen und schauen, wie der Prozess jetzt aussieht. Genau, da schauen wir hier mal auf 3 Schritte, wie wir sie dargestellt haben mit Dateninput, der jetzt aus dem Sage B7 kommt. Das heißt, in dem ersten Schritt haben wir einen Datensatz, der sich jetzt anlehnt an die Stückliste, die wir vorhin auch gesehen haben, bekommen und generieren daraus Aufträge, wie wir es sehen. Mitarbeiter würde durch die Auftragsliste durchgehen, würde hier den passenden Auftrag finden, findet direkt gewisse Meta-Informationen. Da haben wir jetzt ein paar Sachen weggelassen. Da steht aber jetzt beispielsweise, wer ist der Kunde für die Anlage, was für eine Serialnummer hat diese Anlage. Das sind alles Informationen, die im System vorhanden sind. Und springt dann beispielsweise über die Suche oder einfach eine Auflistung der relevanten Inhalte in den Arbeitsinhalt rein, der jetzt für ihn notwendig ist.
Das kann, wie gesagt, eine lange Liste sein. Ich arbeite die von oben nach unten ab und das ist eben das, was wir vorhin auch gesehen hatten, das, was eigentlich in der Excel-Liste passieren sollte, in diesem unübersichtlichen Konstrukt, dass ich dort nicht auswählen muss, was ich zu tun habe, sondern der Auftrag beinhaltet natürlich nur die Inhalte, die tatsächlich auch relevant waren oder sind für diese konkrete Anlage. Und die Information, was relevant ist, kommt eben aus dem Sage B7 an Form von gewissen Komponenten aus der Stückliste raus, zu sagen, wenn diese Komponenten da sind, muss genau in meinem Auftrag dieser Inhalt da sein. Alles andere kann ich in dem Fall weglassen und der Mitarbeiter startet so gesehen fokussiert in den Arbeitsinhalt rein. Das heißt, das ist der erste Schritt, den wir jetzt gesehen haben. Wenn wir einen Schritt weitergehen und sind dann tatsächlich im Arbeitsinhalt drin, dann sind wir jetzt so in dem mittleren Segment. Ich öffne einen Inhalt, bekomme einen Warnhinweis, bekomme vielleicht eine Änderungsnotiz, dass ich hier was getan habe, arbeite mich durch den Prozess durch, kann Interaktionen bestätigen, gebe Messwerte ein, die später ja dann auch wieder im System landen und notwendig sind, hier aufzunehmen, zu notieren, sehen auch direkt, ob ich jetzt vielleicht in meinen Toleranzen drin bin oder auch mal außerhalb der Toleranzgrenzen bin. Hier haben wir jetzt so eine Abhängigkeit mit drin. Ich war tatsächlich außerhalb der Toleranzen und habe in dem Fall jetzt den Kollegen aus der QS gerufen, der mir hier nochmal eine Sonderfreigabe erteilt hat. Der hat signiert, ich kann das gar nicht signieren und würde zum Schluss sagen, wenn ich jetzt alle Tätigkeiten in dem Kontext erledigt habe, abschließen, bin dann erstmal mit dieser Protokollierung fertig und starte dann so gesehen in den nächsten Inhalt, der für mich auch wieder relevant sein wird. Genau, das waren jetzt quasi die ersten beiden Schritte. Jetzt wurden Inhalte transferiert, Inhalte abgearbeitet, quasi von dem Mitarbeiter eingepflegt. Und jetzt kommen wir so gesehen in den dritten Schritt, dass wir hier natürlich auch eine Protokollierung der Inhalte haben. Ja? Das heißt, wenn wir da reinschauen, können wir jetzt nochmal in denselben Report reinspringen, den wir gerade erzeugt hatten und sehen hier, okay, Tätigkeiten wurden abgeschlossen, haben hier eine Historie der abgearbeiteten Checks, sehen, das war alles in Ordnung, das war auch wieder in Ordnung, können auch nochmal nachvollziehen, falls Messwerte sich vielleicht sogar nochmal durch eine Nachjustage geändert haben, sehen, wer hat zum Schluss die Freigabe erteilt und können die Daten natürlich auch im Rahmen von Analytics jetzt auf der Operations One-Plattform beispielsweise nochmal analysieren, haben dann eine Sammlung an Fehlerbildern. Aber das ist auch der Datensatz, wie wir schon gehört haben, der zum Schluss wieder an das B7 zurückgeht in Form von einem PDF, das einerseits intern abgelegt wird, andererseits dem Endkunden zur Verfügung gestellt wird mit einem Protokoll. Das waren die Einstellparameter daraus und ein Datensatz, der so gesehen wirklich direkt im Sage hinterlegt wird, im Materialstamm, in der Historie der Anlage, um im Zweifel beim Tausch von der Komponente eine Serialnummer wieder ersetzen zu können. Das ist so gesehen der Kern gewesen, also von Informationen aus Sage in Operations rein, haben wir jetzt einmal den Prozess durch Operations One durchgesehen und wieder die Daten auch zurück ins B7. Dann. Das heißt, hier sehen wir wirklich sehr schön diese End-to-End-Digitalisierung des Prozesses. Im mittleren Baustein haben wir uns jetzt ja gerade ein Prüfprotokoll angeschaut. Stefan, vielleicht kannst du noch mal erklären, wie würde es jetzt aussehen, beispielsweise mit einer Montageanweisung. Das haben wir am Anfang ja gesehen. Die Montageanweisung war zuvor ja als PDF auf einem Laptop verfügbar beispielsweise. Wo ist jetzt der Unterschied, wenn ich jetzt hier eine Montageanweisung in Operations One habe? Ja, sehr gerne. Genau, was wir vielleicht auch nochmal erwähnen können, jetzt in dem Fall hier haben wir ja auch nicht nur Prüfanweisungen selbst in den Aufträgen drin, sondern da sind Montageanweisungen, das sind Prüfanweisungen, da sind andere Checklisten mit dabei. Das heißt, ich kann da auch eine Mischung haben, was natürlich auch attraktiv ist bei uns in der Software, dass man eben nicht jetzt nur einen Typ an Anweisungen abbildet, sondern ich habe die Möglichkeit, die Flexibilität durch die Art und Weise, wie ich mein Dokument gestalte, also welche Interaktion ich wähle, welche Medieninhalte ich mit reinnehme, da dann zwischen gewissen Anweisungstypen hin und her zu wechseln und auch Kombinationen draus zu machen oder vielleicht auch Dinge tatsächlich eine Montage mit einer Prüfung zusammen zu kombinieren und da beispielsweise dann nicht nur Zahlenrückgaben mit reinzunehmen, sondern auch wirklich Medienfeedback. Das heißt, ich dokumentiere einen Fehler, den ich vorliegen habe, direkt mit einem Foto, mit einem Video, kann dann in meiner Qualitätsrunde im Nachgang nochmal drauf schauen, was waren denn so gesehen die häufigsten Fehler, die wir eigentlich dokumentiert haben. Habe auch Möglichkeiten, da vielleicht noch einen kleinen Marker drauf zu setzen, sodass der oder die Kollegin, die später dann sich den Inhalt wieder anschaut, direkt auch den Fehler findet. Das wären jetzt so gesehen Beispiele daraus. Oder jetzt im Kontext der Serialisierung, Serialnummernaufnahme, dann tatsächlich mit dem Scan zu arbeiten. Ja? Das heißt jetzt irgendwie ein DMC, wie man hier im Einsatz hat, der auf gewissen Komponenten mit drauf ist, den ich vielleicht auch mit dem externen Handscanner einlese oder entsprechend auch mit der integrierten Funktionalität QR-Codes, Barcodes dann mit erfasse, um einfach auch manuellen Dateninput oder das Notieren auf dem Zettel von einem Code irgendwie dann mir sparen kann oder überhaupt diese Funktionalität erstmalig mit dabei habe. Das sind eigentlich so typische Themen, um von jetzt auch einer reinen Prüfanweisung dann mehr durch Medienfeedback in Richtung Montageanweisung zu kommen oder im Kontext von der Dokumentation vielleicht dann über
das Thema Serialisierung, Datenerfassung dann und Vereinfachung mit Scan-Funktionalitäten arbeiten kann. Super, vielen Dank für die Ausführung nochmal. Markus, gibt es von deiner Seite noch Dinge, die du ergänzen möchtest zum Prozess? Ansonsten springen wir quasi nochmal ins nächste Thema. Ganz zum nächsten Thema springen. Ich glaube, wir sind schon weit fortgeschritten in der Zeit, denke ich. Genau, genau. Du hast es ja schon eingangs erwähnt, viele oder quasi alle der Ziele wurden erreicht, aber vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen ausführen. Das interessiert uns natürlich auch nochmal sehr. Gerne. Also Zeitersparnis bei den Sucher, also diese Resultate haben wir tatsächlich erzielt. Wir haben in Zeitersparnis bei dem Eintippen der Seriennummern. Also wir scannen die Seriennummern oder nicht nur der Maschine, sondern der verschiedenen Bauteile ein, die wir verbauen heute mit einem Scanner in Operations One, die werden übergeben. Diese Zeit fällt weg, da haben wir sicherlich circa 25 Minuten für eine Maschine gebraucht, um die Seriennummer abzutippen, weil das einfach doch eine recht lange Liste war. Es gab dann sicher auch noch Rückfragen aufgrund von der Nichtlesbarkeit von handnotierten Seriennummern. Das geht heute einfach viel präziser und viel schneller. Ja. Auch ein Riesenvorteil ist die Aufbereitung von kundenseitigen Dokumentationen. Das war sicherlich eine halbe Stunde plus Übersetzungen ins Englische meistens. Heute haben wir das mit 0 Minuten dabei, weil es einfach aus dem Prozess heraus befüllt werden kann, das, was die Kunden standardmäßig benötigen. Das heißt nicht daraus, dass ein spezielle Kunden spezielle Zertifikate brauchten, vielleicht noch, aber die meisten Kunden können wir damit 30 Minuten pro Anlage eigentlich oder pro Kundenanfrage eigentlich einsparen. Die Qualität hat sich deutlich verbessert, weil die Anlagen, die Anweisungen immer aktuell beim Kunden, also beim Monteur direkt sind. Früher war das sicherlich ein Tag Aufwand, die neuen Anleitungen zu verteilen, dann auch noch einmal im Shopfloor-Meeting mit den Monteuren das noch einmal zum Thematisieren und nochmal sicherstellen, dass sie es auch mitbekommen haben, dass sich da was geändert hat. Das geht heute eben auch, man ändert sich, verteilt an alle und hat das bei sich. Das führt auch zum das Thema Rückverfolgbarkeit und Transparenz. Wir können heute sicherstellen, dass diese Maschine mit dieser Anweisung montiert worden ist, die vielleicht heute schon nicht mehr im Einsatz ist, aber damals, als die Maschine montiert wurde, ist sie das noch. Das ist unglaublich wertvoll im Servicefall, dass man darauf zurückgreifen kann. Und das ist echt also ein wertvoller Teil. Genauso die Seriennummern, die jetzt tippfehlerfrei im System sind, die KAMA SDR, und damit muss man nicht lange nochmal nachfragen, ja, stimmt denn die Seriennummern schon? Ja? Und was auch noch wichtig ist, diese Transparenz, die noch vorher gezeigt worden ist bei der Übermittlung der Dokumente oder halt der Aufträge ins Operations One, sieht man auch, welche Anlage gerade in welchem Fertigungszustand sieht. Ja? Also von einem anderen Platz. Wir haben noch ein anderes Mittel, aber das ist sehr schön zu sehen, detaillierter, wo genau sie steht. Ja? Und der letzte Punkt ist das Anlernen neuer Mitarbeiter. Nachdem das System relativ neu bei uns im Einsatz ist, sind wir dann noch relativ unerfahren, was diese Resultate sind. Aber es zeichnet sich ab, dass das auch für neue Mitarbeiter einen sehr einfachen Einstieg bietet. Ja. Super. Vielen Dank auch nochmal für diese Darstellung. Ja, erst mal jetzt ganz herzlichen Dank an euch beide, Stefan und Markus, für die Vorstellung. Und dann würde ich sagen, steigen wir direkt ein in den finalen Part des heutigen Events, nämlich die Fragerunde. Und da haben wir heute ein Novum. Ich würde jetzt nochmal 2 Personen hinzuschalten, den Jörg Oggenfuß als Teamleiter Qualitätssicherung. Hoffen wir, dass die Technik das zulässt. Und den Michael Zahnt. Und was ich gehört habe, ist, dass Michael Zahnt der Entdecker und Initiator der Software-Einführung war. Von daher freuen wir uns natürlich auch, ihn begrüßen zu dürfen. Hallo zusammen. Hallo Jörg. Hallo, Jörg. So, gut, hallo. Und die Fragen trudeln alle ein und ich würde direkt schon mal anfangen. Markus, vielleicht kannst du uns noch mal kurz einen Einblick geben in die Softwarenutzung. Was ist so der Nutzungsgrad der Software, um das mal so grob zu quantifizieren? Also, wie schon gesagt, wir haben circa, wir wickeln heute 700 bis 800 Reports täglich im Operations One ab. Das zeigt schon, wie intensiv die Software genutzt wird und
Also wir können es gar nicht mehr weg, also ohne vorstellen. Aber wir haben 700 bis 800 Anleitungen oder Dokumente im Operations One, die täglich bearbeitet werden. Okay, das ist natürlich eine ganze beeindruckende Menge. Wenn wir über Dokumente sprechen, noch eine Frage an dich, Markus. In welchem Firmenbereich ist die Inhaltserstellung angesiedelt? Die ist eben beim Jörg Ockenfuß oder beim Michi Zand angesiedelt, dort, wo die Anleitungen stehen. Primär aber, also ich denke mal, Jörg, Michi, möchte ihr noch ein kurzes Statement dazu geben vielleicht? Ja, ich kann was dazu sagen. Wir haben da wirklich x Anleitungen, die wir dann in das Operations One, in die Operations One Software integriert haben. War eine Knochenarbeit wegen eben den verschiedenen Varianten, das richtig zu stellen, nicht irgendwie plötzlich in Problemen zu stoßen. Ja, dort wird es reingezogen, dort wird es nicht reingezogen. Also von dem her gesehen, ja, war es eine rechte Knochenarbeit, aber es hat sich gelohnt und können da wirklich sagen, wir sind da wirklich innerhalb von ja, 3/4 Jahren, können wir da wirklich sagen, sind wir dort, haben wir das durchgehabt. Mit einem kleinen Wermutstropfen. Wir haben da natürlich zuerst die PDFs jetzt natürlich integriert und von Zeit zu Zeit werden die PDFs natürlich dann nachher in jeweilig ins Operations One so reingepflegt, wie man es eigentlich tun sollte. Aber Feedback war eigentlich gut und auch eben auftragsbezogen, nicht irgendwie Variantenvielfalt, wo der Mitarbeiter da seine Anweisungen reinziehen musste. Also von dem her gesehen eigentlich sehr optimistisch. Dann Michael, vielleicht eine Frage in deine Richtung, jetzt als Initiator und Entdecker quasi der Software. Wie war denn so die Akzeptanz jetzt gerade so im Produktionsumfeld? Ich habe da ehrlich gesagt ein bisschen unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also vor allem die jüngeren Mitarbeiter, die sind schon ein bisschen aufgeschlossener gegenüber solchen digitalen Neuerungen, sage ich jetzt mal. Das hat man schon ein wenig gemerkt. Dazu kam es, dass natürlich die Jüngeren sich etwas einfacher getan haben, um sich daran zu gewöhnen. Aber sobald ein Mitarbeiter gewusst hat, wie er das zu bedienen hat, und ich muss dazu sagen, die Software ist ziemlich selbsterklärend, also die wenigsten Mitarbeiter hatten Mühe damit, sich einzuarbeiten, und sobald das dann getan war, haben die auch die Vorteile daraus gesehen, und ich muss dazu sagen, die Akzeptanz war eigentlich sehr überraschend gut. Ja. Okay, vielen Dank. Eine Frage noch aus dem Chat. Wie lange hat die komplette Umsetzung, Implementierung gedauert? Stefan, du hattest ja gerade das Prozesschart gezeigt. Vielleicht dazu noch 2, 3 Worte. Ja, genau. Also in dem Fall würde ich sagen, wir haben so eine inhaltliche Arbeit, wo wir sagen, wirklich, da waren wir intensiv dran, waren wir so ein gutes halbes Jahr unterwegs. Es gab natürlich ein paar Pausen zwischendrin. Urlaubszeit liegt irgendwie mal mit dabei, da kommt man gar nicht drum rum, gerade wenn man jetzt im Sommer startet. Aber würde ich sagen, dass wir so ja, knappes halbes Jahr gebraucht haben, um wirklich da die Resultate soweit zu haben. Ne? Super. Dann noch eine sehr technische Frage. Im Sondermaschinenbau, wo die meisten Maschinen unterschiedlich sind, habe ich es erlebt, dass es keine Montageanleitung gibt, sondern CAD-Daten zur Hilfe genommen werden. Wie ist da der Ansatz quasi bei Operations One? Und ja, Stefan, vielleicht auch nochmal in deine Richtung. Ja. Ja, durchaus bekanntes Thema, weil man einfach immer 3D-Modelle, CAD-Daten hat, die zur Hand genommen werden müssen. Ja, da kommt man oftmals gar nicht drum rum. Ich glaube, da spielt Operations One einerseits die Möglichkeit des Absprungs in ein anderes System dann auch eine Rolle. Das heißt, ich kann beispielsweise einen Link mit einbinden, wo ich immer auf eine aktuelle Zeichnung dann nochmal in meinem CAD 3D-Viewer mit reinkomme, um wirklich die Informationen da in Echtzeit auf dem letzten Versionsstand mit abzurufen. Das kann aber dann in der Kombination immer nur eine Komponente sein, ja, weil wir wollen ja das Interface einfach gestalten, sagen, da sind gewisse Inhalte mit dabei, wo ich erstmal so die Grundmontageschritte vielleicht auch erkläre, dort, wo es komplexer wird und wo ich nicht um ein CAD-Zeichnen drumherum komme. Dort habe ich eben die Möglichkeit, auch ja, in andere Systeme mit abzuspringen, in Viewer mit abzuspringen und die Inhalte dort zu konsumieren und dann letztendlich wieder Dokumentationen oder weiterführende mediengestützte Durchführung dann in Operations One wahrzunehmen. Wunderbar. Dann hätte ich noch 2 Fragen direkt im ERP-Umfeld, die würde ich auch nochmal an dich geben, Stefan. Eines rund um ProAlpha 7.2 und generell zum Thema Anbindung. Also die erste Frage lautet, wie schwierig war die Anbindung von ERP nach Operations One? Das ist natürlich immer die Frage, wie definiert man Schwierigkeit? Und dann zweite Frage, haben wir Erfahrung mit der Anbindung
von ERP Pro Alpha 7.2. Ja. Markus hatte gerade seinen Finger gehoben. Vielleicht magst du zur Schwierigkeit was sagen. Genau. Oder? Ich beantworte die schwierige Frage. Also die Anbindungen zum ERP waren sehr einfach eigentlich zum Umsetzen, also aus meiner Sicht. Ja, wir haben natürlich schon einiges an Erfahrung im Schnittstellenbereich, aber Operations One bietet REST APIs an, die mit JSON-Dokumenten arbeiten. Wir haben in Schnittstellen in diesen 6 Monaten, die der Stefan erwähnt hat, in der Aufbauphase, in der Diskussion sehr schnell mit via einer SQL-Abfrage die Daten zusammengetragen, die wir vom B7 an das Operations One übertragen wollen. Das haben wir dann sehr schnell einen Testservice bekommen von der Operations One, um diese Übertragung zu testen. Das war dann ein bisschen Aufwand auf unserer Seite dann, das bei uns beim Drucken der Kommissionierliste auch einzubauen im ERP-System. Ein bisschen aufwendiger war die Schnittstelle Retour vom Operations One in das B7 hinein. Da hatten wir noch keine Erfahrung bei der Mitübergabe von PDF-Dokumenten in der Schnittstelle, aber das haben wir eigentlich recht rasch zum Lösen gebracht oder haben wir recht rasch lösen können. Und da sind die Schnittstellen eigentlich sehr schnell dort gestanden und haben sich bis dato nicht geändert. Also die sind sehr stabil, funktionieren und jeden Aufwand der wert gewesen, den wir da reingesteckt haben, um das Ergebnis auch zu haben, das wir heute haben. Und Pro Alpha, Stefan, das musst du beantworten, das kann ich leider nicht. Habt ihr leider nicht im Einsatz oder glücklicherweise, ich weiß es nicht. Genau, also ich glaube, dazu nochmal hinzuzufügen, wie Markus schon gesagt hat, grundsätzlich, was wir an Technologien im Einsatz haben, ist auf jeden Fall REST API. Wir haben ein eigenes CLI-Tool, wenn es tatsächlich auch um eine Anbindung aus dem On-Premises-Setup rausgeht. Das heißt, da gibt es letztendlich Technologien, die State-of-the-Art aktueller Stand sind und auch einfach zu bedienen sind. Dementsprechend gehen jetzt so Umsetzungen dann aus meiner Sicht schon sehr, sehr zügig. Datenformate müssen im Zweifel gemappt werden, aber so gesehen redet man ja auf beiden Seiten über dieselben Inhalte, die von dem einen System ins andere müssen und im Zweifel auch wieder zurück. Das heißt, da habe ich auch grundsätzlich eigentlich positive Erfahrungen gemacht. Pro Alpha 7 ist mir tatsächlich ein Begriff und haben wir auch häufiger in der Anfrage. Soweit ich weiß, um da eine ehrliche Antwort zu geben, haben wir Pro Alpha 7 noch nicht angebunden, konkret. Aber wie gesagt, wie es jetzt Markus gesagt hatte, wenn wir mit Schnittstellen arbeiten können, entsprechend auf REST-Basis oder eben auch jetzt über SQL-Datenbanken und unser CLI-Tool, haben wir da eigentlich keine Abhängigkeit von irgendeinem System. Und das ist immer wieder das Positive. Ja, Kunde kommt, können wir dieses System anbinden? Klar können wir das System anbinden, weil wir mit standardisierten Schnittstellen und Standards arbeiten, die einfach heute gang und gäbe sind. Und von daher sehe ich da eigentlich nie ein Thema drin und freue mich immer auch, wenn wir mal wieder ein neues System anbinden dürfen, was wir so gesehen vorher eigentlich noch nicht gesehen hatten. Weil die Landschaft, das muss man auch dazu sagen, ist natürlich extrem breit auf der Seite. SAP kennen wir sehr, sehr gut, weil einfach viele Kunden das im Einsatz haben. Andere Systeme kennen wir hier und da auch, weil wir da schon einiges gemacht haben. Aber ansonsten, wie gesagt, jedes System lässt sich auf jeden Fall anbinden. Technisch ist das kein Thema, was nicht lösbar ist. Wunderbar. Dann letzte Frage in die Runde. Was sind quasi jetzt noch nächste Schritte mit der Software? Was ist geplant bei Zünd? Ja, die Frage könnte ich beantworten. Was haben wir noch geplant? Ist es so, dass wir sicher weiter das weiter verwenden werden in verschiedenen Abteilungen. Wareneingangsprüfungen zum Beispiel ist ein Thema. Was wir auch noch haben, sind verschiedene Wartungssachen, was wir auch vielleicht bei uns einfließen lassen wollen. Und auch für unsere Reparaturabteilung, die haben noch nicht durch das Operations One, wäre es auch eine Möglichkeit, das so einsetzen könnten. Super, vielen Dank. Dann würde ich sagen, ganz lieben Dank. Es hat mich sehr gefreut, dass wir heute auch gerade in der Fragerunde nochmal das Plenum ein bisschen öffnen konnten und da auch nochmal eure Einblicke bekommen haben. Sehr, sehr spannend. Jetzt bleibt mir nur noch eben euch zu danken. Vielen Dank wirklich für die Zeit, die ihr auch hier investiert habt und eure Darstellung. Und auch ganz lieben Dank an alle Teilnehmer heute, die heute mit dabei waren. Und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, wie es quasi von unserer Seite weitergeht. Ich werde im Nachgang an alle Teilnehmer nochmal eine E-Mail schicken mit den Folien. Das ist auch immer eine sehr typische Frage. Werden die Folien nachher verteilt? Die Antwort ist ja.
Und wenn Sie möchten, können Sie dann auch direkt aus der E-Mail heraus die Software beispielsweise mal selber testen. Und worauf wir uns immer freuen, ist auch ein Feedback zum Webinar. Wir machen das ja sehr regelmäßig und wollen uns da auch immer kontinuierlich weiterentwickeln. Wenn Ihnen da Dinge einfallen, freuen wir uns da sehr über ein Feedback. Markus, Jörg und Michael, ganz lieben Dank. Stefan, vielen Dank. Und dann wünsche ich allen heute noch einen schönen Nachmittag. Danke auch, Sophie. Wiederhören. Was, Ja. danke. Tschüss. Danke sehr. Auf Wiedersehen.